Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Heute möchte ich euch wieder einen Tabak vorstellen, und zwar einen Tabak, der seltsamerweise zu den Klassikern zählt. Ich hatte diesen Tabak früher Mitte, Ende der 90er Jahre auch schon geraucht, fand ihn da so, naja, mittelprächtig. Tja, dann hieß es, der Hersteller, den gibt es nicht mehr, der Tabak wird neu aufgelegt und er soll seitdem deutlich besser sein. Konkret geht es dabei um diesen Tabak hier. Ihr habt sie eben gesehen, es geht um den Klassiker Rum and Maple. Dieser wurde früher von Planta auferlegt, produziert und war qualitativ typisch Planta halt, wenn es um Aromaten geht, eher mittelprächtig, teilweise auch noch darunter. Und Planta in der Form, die Fabrik war ja damals in Berlin, gibt es nicht mehr. Und der Tabak hat eine Neuauflage erlebt durch Mac Baren. Hier ist der Tabak. Heute firmiert er auch nur noch unter R&M, was halt eben mit an den Auflagen liegt, dass ja im Titel oder im Namen des Tabaks die Aromatisierung nicht mehr vertreten sein darf. Aber R&M steht nun einmal für Rum and Maple. Und als solchen hatte ich ihn früher auch gekauft, hatte ihn auch immer wieder mal geraucht, in der Hoffnung halt, es läge vielleicht an meinem Rauchverhalten. Doch sowohl in den 90er Jahren als auch vor ungefähr 20 Jahren, als ich ihn das letzte Mal als Rum and Maple gekauft hatte, das Review zum Rum and Maple ist, glaube ich, auch schon inzwischen 12 Jahre her. Mal schauen, ob sich was geändert hat. Ich weiß es nicht. Fakt ist aber halt eben, das erste Erscheinungsbild, ja, sieht genauso aus wie vorher. Doch da würde ich sagen, macht euch mal selbst ein Bild davon. Hier sind die Eindrücke vom Tabak selbst, wie er im Pouch vorkommt. So, ihr habt es ja gesehen. Der Tabak ist in diesem Pouch hier förmlich in einem Kuchen reingepresst. Gut, das kennt man auch von anderen Tabaken, die in Pouches sind. Dieser Kuchen erinnert einen an die Kuchen der amerikanischen MREs. Das steht ja für Meals Ready to Eat. Die MRE-Kuchen kann man essen, die sind soweit ganz okay. Bei Tabaken ist es halt immer so eine Sache für sich. Weil der Kuchen oder dieser Tabakkuchen muss halt aus dem Pouch rausgeholt und aufgelockert werden. Dann stopft man ihn in die Pfeife rein. Das habe ich auch getan. Und von daher möchte ich jetzt auch nicht lange drum rumreden. Hier kommt nochmal der Tabak, wie er in die Pfeife eingebracht ist. Und gleich danach geht es ans Eingemachte. Also bis gleich. Jetzt habt ihr ja den Tabak in der Pfeife gesehen. Hier ist das Schmuckstück nochmal. Tabak, wie gesagt, ist ja schon gestopft. Ich habe ihn ganz normal gestopft, nach meiner herkömmlichen Methode. Oben ein bisschen Platz zum Rand gelassen, just in case. Die Pfeife selbst ist, wie man unschwer erkennen kann, das Modell Ture Rustic von Torben Dansk. Eine, ja, modern gehaltene, aber trotzdem irgendwo doch klassische Stand-Up-Poker. Und von daher gehen wir direkt zum Review über. Der Tabak ist ja sehr fein geschnitten, das habt ihr auf den Fotos gesehen. Erinnert schon fast ein wenig an einem etwas gröberes, ja, an gröberen Zigarettenschnitt. Und entsprechend einfach lässt er sich halt auch entzünden. Wie ihr hier sehen könnt, er hat sich nur ein bisschen aufgebäumt. Wunderbar. Oberfläche des Tabaks ist geglättet. Kommen wir zum Nachfeuern.
Falls sich jemand wundert, die Pfeife raucht noch. Ja, tut sie, aber das zweite Nachfeuern gilt ja, einen gleichmäßigen Abbrand oben zu erzielen. Und genau das tue ich jetzt auch. Seht ihr jetzt hier wunderbar, Oberfläche ist schön geglättet, Glut ist gleichmäßig. Und wie so oft natürlich, ich stopfe die Pfeife, ich rauche den Tabak und habe noch nicht mal nachgeschaut, was drin sein soll. Ich würde mal ganz vorsichtig mutmaßen, es sind auf jeden Fall Virginias da dabei. Der Tabak ist hell, deutet auf Virginia hin. Ich denke aber auch, dass Burley und auf jeden Fall Black Cavendish dabei sein werden. Black Cavendish schon alleine wegen der Aromatisierung. Es soll ja Rum und Ahornsirup sein. Rum and Maple. Das Gute zuerst, trotz des zweifachen Anfeuerns, der Tabak wird beim Entzünden nicht bitter. Das heißt, die enthaltenen Virginias schlagen nicht um. Normalerweise Virginias, gerade wenn sie angezündet werden oder auch wenn sie später zu heiß geraucht werden, neigen ja dazu, bitter zu werden, gallig zu werden. Immer ein klares Zeichen dafür, dass man zu heiß raucht und den Rhythmus ein wenig langsamer einsetzen sollte. Jetzt beim Rauchen bin ich nach wie vor nicht in der Lage zu sagen, welche Tabake konkret verwendet worden sind. Die nächste gute Nachricht, der Tabak ist sehr mild, meiner Meinung nach. Also ich spüre jetzt hier nichts Kräftiges, keine kräftigen, heuigen Aromen des Virginias, keine kräftigen, nussig-erdigen Noten des vermutlich verwendeten Burleys. Ich muss dann später mal im Internet nachschauen, was drin sein soll. Dem Pouch ist dazu auch nicht allzu viel zu entnehmen. Hier heißt es nur, a former planter brand made in Denmark by Mac Baren Tobacco Company. Das sagt jetzt alles und nichts aus. Aber hier haben wir eine ordentliche Beschreibung auf der Innenseite vom Pouch. Da heißt es hier, das Originalrezept dieser Mixture wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den USA entwickelt. Gut, das hatte ich mir fast schon gedacht. Schon die Rohtabakmischung hat ihre Besonderheiten. Neben Flue-Curd Tabaken und Burley enthält sie einen Cavendish, der nach alten amerikanischen Original Cavendish-Rezepten hergestellt wird und mehrere Tage ruhen muss. Auch das sagt nicht viel aus. Es ist also kein Black Cavendish, sondern scheinbar nur ein Cavendish, sprich ein Cavendish, der nicht ganz so lange in der Fermentation war. Je länger der Tabak fermentiert, desto dunkler wird er hier am Ende. Und dann heißt es hier, der Flue-Curd Tabak, da tippe ich jetzt vorsichtig mal auf den Virginia, und der Burley werden inzwischen gesondert und mit Sorgfalt aufbereitet. Das sagt ebenfalls alles und nichts aus. Also von daher müssen wir mal schauen, was das weitere Rauchvergnügen, so es denn eins wird, bringen wird. Ja, es ist nach wie vor. Er ist mild, definitiv. Hat keine Höhen, hat keine Spitzen, hat keine Ecken und Kanten. Es ist einfach eine milde Mischung zum Rauchen. Auch beim Abgang durch die Nase merkt man nur, der Tabak ist mild. Er hat eine ganz dezente Aromatisierung. Beim Abgang durch die Nase, da merkt man so ein bisschen Würze. Das könnte der Rum sein, das könnte aber auch der Ahornsirup sein. Das lässt sich schwer definieren. Tja, was soll man sagen? Sanft? Ja. Mild? Ja. Leicht zu entzünden? Ja. Gleichmäßiger Abbrand? Aktuell? Ja. Zungenfreundlich? Ebenfalls. Also vorab bemerkt, dieser Tabak hier, R&M, hat wirklich nichts, wo man eigentlich meckern könnte. Definitiv nicht. Was aber halt auffällt, das hatte ich auch eingangs schon gesagt, man schmeckt nicht heraus, welche Tabake verwendet sein sollten. Deswegen ist es mir auch gerade so von dem Herausschmecken ein bisschen schwer gefallen.
Der Tabak ist auch tatsächlich ein bisschen anders, als ich ihn von früher in Erinnerung hatte. Das erste Mal gekauft hatte ich ihn, da war ich noch bei der Bundeswehr, 1995, 1996. Um die Jahrtausendwende herum hatte ich ihn ein zweites Mal gekauft. Und ich muss ihn auch noch ein drittes Mal gekauft haben. Ich habe ja, wie gesagt, so vor 11, 12 Jahren ungefähr auch ein Review hierzu gemacht zu dem Tabak. Aber gerade in der heutigen Zeit, ich habe sehr viele Tabak im Laufe der Jahre probiert, sehr viele geraucht, auch Tabake mit Ahornsirup. Da denke ich vor allem an den Sutliff Maple Street. Der schmeckt richtig gut nach Ahornsirup. Das riecht man, das schmeckt man. Der Nachteil für uns ist halt natürlich, Sutliff Private Stock ist eine amerikanische Tabakfirma. Die stellt unglaublich gute Tabake her, vor allem Aromaten. Die gibt es halt leider bei uns in Deutschland nicht zu kaufen. Das ist das Hauptproblem. Ja, er ist mild, er ist angenehm, er hat eine dezente Aromatisierung, die ich geschmacklich allerdings überhaupt nicht zuordnen kann. Ahorn schmecke ich jetzt, also Ahornsirup, in der Form schmecke ich jetzt nicht wirklich raus. Deswegen mutmaße ich jetzt einfach mal, dass der Ahornsirup lediglich ein Bestandteil des Cavendish-Verfahrens sein wird. Beim Cavendish-Verfahren werden die Tabake ja meistens ganz dezent aromatisiert. Einige Hersteller nehmen Honig, andere nehmen Ahornsirup. Der nächste nimmt Whisky, wieder andere nehmen vielleicht Zuckerwasser. Das hat es auch schon gegeben, vor allem mit braunem Zucker, wird ja meistens auch noch extra beworben. Und bei manchem Cavendish-Verfahren wird ja auch Alkohol verwendet. Da wird das Tabakgut vorher dann einfach mit einer mit Alkohol versetzten Flüssigkeit benetzt. Das kann Whisky sein, das kann aber halt auch vielleicht der Rum sein. Ich weiß es nicht. Dann wird der Tabak entsprechend gepresst und bei entsprechenden Temperaturen und Pressung fermentiert. Das Cavendish-Verfahren. Andere Hersteller wiederum verwenden dafür Fruchtessenzen. Ganz berühmt halt natürlich Pflaume. Viele verwenden Pflaumenaroma, Feigenaroma zum Aromatisieren, was ja auch kein reiner Pflaumensaft oder Feigensaft ist, sondern halt eben das Aroma davon. Einfach um so eine gewisse Grundsüße für den Cavendish oder später auch für den Black Cavendish zu erhalten. Ich bin kein Rumtrinker, mit Rum kenne ich mich nicht aus, sollte ich vielleicht langsam mal anfangen, denn so mancher Pfeifenraucher inzwischen zieht es ja vor, zu einer schönen Pfeife entweder einen gepflegten Whisky zu trinken oder halt auch einfach einen guten Rum zu trinken. Rum ist jedoch eine Flüssigkeit, die trinke ich nicht pur. Rum landet bei mir im Schwarztee, gerade vor allem im Winter. Tja, und ich muss sagen, ich kann jetzt hier mit Gewissheit zumindest nicht sagen, es ist Rum enthalten oder irgendeine andere Form von Alkohol enthalten. Die dezente Aromatisierung gibt dem Tabak grundsätzlich eine ganz dezente, leicht süßliche Würze oder würzige Süße, wie rum auch immer. Und ich muss eigentlich sagen, ganz ehrlich, der Tabak ist nicht schlecht. Er ist nach meiner Erinnerung auf jeden Fall besser als das, was ich früher hatte, als Rum and Maple noch von Planta, weil da war ich überhaupt nicht begeistert. Bei dem Tabak hier, R&M, jetzt produziert von Mac Baren, da haben die Pfeifenraucher, die mich darauf hingewiesen haben, eindeutig recht. Die Mischung hat sich ein wenig verändert, definitiv auch zum Positiven hin. Herausgekommen ist eine milde, angenehme Mixture, etwas, was ich als sogenannten All-Day Smoke bezeichnen möchte. Ähnliches kennen wir von Mac Baren, von der Mac Baren Mixture, Scottish Blend. Den Tabak habe ich jetzt auch hier im Laufe der Jahre immer wieder mal geraucht. Ist für mich auch ein Tabak, den kann man jederzeit rauchen. Es ist ein Tabak, den stopft man in die Pfeife, zündet den Tabak an, raucht die Pfeife runter, ohne sich groß darauf konzentrieren zu müssen. Hat einerseits den Vorteil, man muss sich nicht konzentrieren, er raucht sich nicht sonderlich heiß, er ist mild, er ist sanft, er hat diese dezente, würzige Süße im Hintergrund. Er hat aber halt auch keinerlei Geschmacksrichtung oder keine Geschmacksspitzen, wo man merken würde, boy, Hammer. Also das hat er definitiv nicht. Also kein Tabak, auf den man sich konzentrieren muss, aber halt auch keiner, wo man auf besondere Geschmackshöhepunkte warten könnte, müsste oder sollte. Wie gesagt, All Day Smoke ja, ein Highlight
War er früher nicht, da konnte ich ihn fast gar nicht rauchen, habe ich ihn nicht gemocht. Heute kann man ihn rauchen, nach meiner Meinung. Wie gesagt, er ist angenehm, er ist mild, aber er ist auch irgendwo undefinierbar. Man schmeckt den Tabak nicht raus. Ich kann die versprochene Aromatisierung nach Rum und nach Ahornsirup ebenfalls nicht herausschmecken. Aber diese im Hintergrund vorliegende würzige Süße oder süßliche Würze, wie auch immer man das jetzt bezeichnen mag, ist auf jeden Fall nicht unangenehm. Tja, von daher war es auch schon von mir soweit für heute. Zumal jetzt ja auch der Hintergrund alles andere als leise wird. R&M, ehemals Rum & Maple, heute definitiv besser rauchbar als noch in all den Jahren zuvor. Ein All-Day Smoke, mehr ist er aber aus meiner Sicht nicht. Man kann ihn rauchen, es ist ein guter Tabak, aber halt, er wird nie zu meinen Lieblingen gehören. Es wird nie ein Tabak sein, wo ich sage, boah, den muss ich mir unbedingt wieder zulegen. Ich werde für den Tabak hier auch keine Acryldose zurechtlegen. Das heißt, den Pouch hier, 50 Gramm, den werde ich jetzt so nach und nach zwischendurch mal runter rauchen. Vor allem dann, wenn ich einfach nur ein bisschen was rauchen möchte. Die Raumnote ist auch nicht verkehrt. Kein Highlight. Nichts, wo man sagt, wow, riecht super gut. Aber auch nichts, wo man sagt, puh, der stinkt. Und von daher bin ich mit meinem Review zum R&M definitiv am Ende. Ich danke euch in gewohnter Weise sehr für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Ich bin in gewohnter Weise natürlich aber auch auf euer Feedback gespannt. Hier unten Kommentare. Wer von euch kennt noch den alten Rum & Maple? Wer von euch raucht oder hat zumindest geraucht den R&M, jetzt hergestellt von Mac Baren? Wie fällt euer Urteil dazu aus? Lasst uns darüber ein wenig austauschen. Ich bin auf euer Feedback gespannt und wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns definitiv wieder hier auf meinem Kanal. Hoffentlich dann wieder ohne einen Steinschneider. Happy Puffing und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.